Hi, ich bin Patrick von Fanduino und heute schauen wir uns ein weiteres sehr wichtiges elektronisches Bauteil an, den Kondensator. Ob in einer Fernbedienung, in einem Netzteil oder in einem Mikrocontroller, Kondensatoren sind wirklich überall. Sie speichern elektrische Energie und geben sie bei Bedarf wieder ab. Aber wie genau machen sie das? Starten wir mit dem Aufbau eines Kondensators. Ein Kondensator besteht im Kern aus zwei elektrisch leitenden Flächen, meist Metallplatten oder Folien. Zwischen diesen beiden befindet sich eine isolierende Schicht, das sogenannte Dielektrikum. Dieses Dielektrikum kann sehr unterschiedlich ausfallen, je nach gewünschter Funktion und Bauraum. Die häufigsten Materialien sind Keramik, Kunststofffolie, Elektrolyt oder auch Papier. Die Kapazität, also die Menge der elektrischen Energie, die der Kondensator speichern kann, hängt im Wesentlichen von drei Faktoren ab. Größe der Plattenfläche, je größer, desto mehr Ladung kann gespeichert werden. Abstand der Platten, je kleiner, desto größer ist die Ladung. Und das Dielektrikum, je höher dessen Permittivität, desto höher die Kapazität. In der Praxis ist das Dielektrikum der bedeutendste Hebel für die Kapazität. Dabei gilt die Formel C ist gleich Epsilon mal Fläche A durch Abstand D. Gut, was passiert beim Laden eines Kondensators? Sobald eine Gleichspannung angelegt wird, beginnt ein Strom durch den äußeren Stromkreis zu fließen. Elektronen werden von der positiven Seite angezogen. Dadurch entsteht eine Ladungstrennung. Das Dielektrikum verhindert den direkten Stromfluss und es entsteht ein elektrisches Feld, in dem die Energie gespeichert wird. Nach kurzer Zeit, wenn das elektrische Feld groß genug ist der Kondensator vollgeladen. Der Stromfluss bricht ab. In einem reinen Gleichstromkreis wirkt der Kondensator dann wie ein offener Schalter. Beim Entladen, also wenn die beiden Platten über einen Widerstand verbunden werden, bewegen sich die Elektronen zurück. Der Strom fließt in die andere Richtung. Dieser Stromfluss ist jedoch nicht dauerhaft, er nimmt exponentiell ab, je nach Größe von Kapazität und Widerstand. Man spricht hier vom sogenannten RC-Glied. Ein ähnlicher Ablauf gilt beim Ladevorgang, nur in umgekehrter Richtung. Dieses Verhalten macht Kondensatoren ideal für zeitabhängige Prozesse in der Elektronik. Ein Beispiel. Bei einem Kondensator mit einer Kapazität von 100 Mikrofarad, der an einem Widerstand von 10.000 Ohm entladen wird, ist der Kondensator nach 5 Zeitkonstanten fast komplett entladen. Die Formel hier lautet, Zeitkonstante ist gleich Widerstand R mal Kapazität in Farad. Eine Restspannung gibt es immer, aber die ist zu vernachlässigen. Auf der x-Achse haben wir die Zeitkonstante T und auf der y-Achse die Spannung UT. Nach einer Sekunde ist die Spannung im Kondensator bereits auf etwa 37% des Anfangswertes gesunken. Das sind natürlich theoretische Werte. Wenn man einen konstanten Widerstand, keine Spannungsquellen und keine Induktivitäten und so weiter hat. Es gibt eine Vielzahl von Kondensatortypen, die sich in Aufbau, Eigenschaften und Anwendung unterscheiden. Ein Keramikkondensator ist klein, günstig und flexibel einsetzbar. Ein Elektrolytkondensator hat für seine kleine Bauweise eine recht hohe Kapazität, aber eine feste Polarisierung. Ein Tantalkondensator hat diese ebenfalls, ist dafür sehr stabil und temperaturbeständig. Ein Folienkondensator ist größer in seiner Bauweise, dafür sehr langlebig und ideal für Wechselstrom. Je nach Einsatzzweck kommt also ein anderer Typ in Frage. Das macht Kondensatoren so vielseitig. Falls ihr noch ein Video zu Kondensatoren bei Wechselstrom sehen möchtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare und lasst gerne ein Abo da. Für was benutzt man denn schlussendlich Kondensatoren? Die Anwendungsbereiche sind so mannigfaltig, alle kann ich hier nicht aufzählen. Ein wichtiger Punkt, der auch im Alltag als Elektronikbastler zum Beispiel sicherlich nicht unbekannt ist das Glätten von Versorgungsspannung. Da kommen Keramikkondensatoren ins Spiel. Wenn man nun digitale Schaltung mit hohen Takten hat, dann können hochfrequente Spannungsspitzen entstehen. Ein Keramikkondensator wird zwischen VCC und Masse geschaltet und ist dauerhaft geladen. Er leitet die Störung direkt auf Masse um, bevor diese den IC erreichen und den Controller gegebenenfalls zerstören. Dazu kann der geladene Kondensator für eine kurze Zeit Spannung stützen, falls mal die Versorgungsspannung einbricht. Ist ja ein tolles Teil.
Elektrolytkondensatoren zum Beispiel glätten Spannungen in Netzteilen, nachdem diese von Gleichrichterdioden zu einer pulsierenden Gleichspannung gewandelt wurden. Der Elko wird nach dem Gleichrichter parallel zur Last geschaltet. Steigt die Spannung nun, dann wird der Elko aufgeladen. Sinkt die Spannung, dann entleert sich der Elko. Dadurch werden Spannungstäler überbrückt und die Ausgangsspannung nach dem Elko ist wesentlich glatter als zuvor. Der Kondensator bietet sich hier an, weil er eine sehr hohe Kapazität zu Größe-Rate hat. Ein solcher Elko benötigt vor allem eine hohe Spannungsfestigkeit. Also bei einem 12 Volt 1 Ampere Netzteil nimmt man einen Elko mit 1000 bis 2000 Mikrofarad und 25 Volt Spannungsfestigkeit. Gut, das waren jetzt mal so 2 Beispiele, wie ein Kondensator in der Praxis angewendet wird. Dann haben wir das auch. Theorie und Praxis sind beide im Boot. Dann war es das auch schon wieder. Vielen Dank fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.